This thing growing inside me. I've been fighting it for 6 hard years. Dr. Amaral was developing a cure for the Cronon syndrome. She was the only one who could administer the treatments that kept my sickness at bay. Paul? And Jack had taken her away from me. How the fuck did this happen, Morton? How is it possible they managed to take her? Paul, is your illness talking? I'm on your side. Easy, you're... They took her. Without Sophia, there's no chance of a cure. We did all we could. But there are forces within Monarch working against you, and I believe Burke was just the tip of the iceberg. It wasn't just Joyce that did this. Sir? We've recovered Dr. Amaral's laptop. We have it set up over there if you want to take a look. I'll be right there. I want to go over Sophia's figures. If she's right, the fracture is escalating a lot faster than we anticipated. You know the future. Dr. Amaral doesn't. Is the lifeboat even in a viable state for activation? She's trying to convince you the schedule's wrong. Why? To get you to rush this? To make a mistake? The people opposing you. She could be one of them. She isn't. Are you willing to bet the entire plan on that? I implore you, hold off on activation, Paul. Let me clean house before this gets completely out of hand. Well. Und da sind wir wieder. Und damit hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Stream Quantum Break, Episode 8. This way. Yeah, but I wanna go this way. First and foremost, I'm gonna go this way. Some shit happened hier nach der Party. Wir haben Madame natürlich gerettet mit Jack. Das wissen wir jetzt als Paul allerdings noch nicht. Was gibt es denn hier? What? Oh, bereits 100%. Gibt es hier Sammelobjekte? Es gibt hier keine Sammelobjekte. Okay. I mean, fine by me. I didn't know. Okay. Was haben wir hier? Gehen bestimmte Sachen. It's still nice. Gonna lie. Warum leuchtet der? Oh, darum leuchtet der Tisch. I should have been here. Somebody made a false report. Sent me to the tunnels to divert my attention. Like I said, people working against you. Who was that on the radio? We're still working on that. Now we know. Ja, wir hätten hier bleiben sollen. We should have definitely stayed here. Do you want to see this laptop or not? I want to. Let me look around my own mansion, will you? Please? Thank you. Was haben wir hier? How do you want to proceed? Let's see.
Somebody was working against me. Somebody close. Martin Hatch. Sophia Amaral. I could only trust one of them. Ah. Okay. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Schon wieder. Let me look. Oh. Eine große Entscheidung. Let's see, wir haben... Lassen wir uns mal Emerald anzeigen. I want him apprehended. Immediately. So I have some information about Martin Hatch. Martin had been my closest advisor for years. I began to wonder if that had been a mistake. Sophia's loyal. She's always been loyal. I don't think we can trust her. The way she looked at the countermeasure like she's seen it before. She knows what it does. Sophia's research had saved my life. Loyalty doesn't run any deeper. Und was ist mit Martin Hatch? Alright, Amaral. Let's go fix the time machine. I said I'll try. Evidence was mounting against Sophia. I couldn't simply ignore it, despite everything we had been through. And she knew you'd never make it without those treatments. And then she took them away. If she'd turned against me with what she knew, the damage could be immeasurable. Serene beschließt, Sophia zu vertrauen und verdächtigt Hatch, ein Verräter zu sein. Serene beschließt, Hatch zu vertrauen und verdächtigt Sophia, eine Verräterin zu sein. Wir haben gelesen. Wir haben bereits gelesen und nachgeschaut. Who? This traitor might be. Wir wissen, Hatch ist definitiv der Verräter, mehr oder weniger. Wir haben die Mails gelesen. Wenn ich mich richtig erinnere, wollte Hatch halt... Hat Hatch halt angeordnet, da alles zu zerstören. Die Firma an sich zu reißen. Zart. Das heißt, hier und jetzt Hatch zu vertrauen, wäre ein böser Fehler. Meiner Meinung nach. Das wäre ein böser Fehler. Lass mich ja nochmal nachgucken. Naja, Hatch hat, weil wir haben auch aus den Aufnahmen gesehen, dass Hatch die Drohne programmiert hat, die halt Sophia Emerald töten sollte. Und damit es halt keine Medizin mehr gibt. Das Ergebnis ist mehr oder weniger das gleiche, nur halt, ja, Sophia ist auf unserer Seite. Definitiv auf unserer Seite. So, what do we do? Well, sorry, Hatch, aber traitors. Nein. That's not good. That's not good. Sophia's data's always been good. I'll trust her judgment. We need to analyze these figures and make final preparations to activate the lifeboat protocol at once. Fine. I'll take the laptop to the science department.
No, I think I'll do that myself. I see. Sir? Put people on Mr. Hatch. I want constant eyes on him. Yes, sir. You got it. We pulled some images from the security cameras. We've identified Joyce's accomplice. She's Beth Wilder, one of our mid-level operatives. Her. My God, she's been with us all along. She's working with Jack. Where is she now? Unknown. But we've got a kill team tracking her. No. She can't be killed. Not yet. Find her. And whatever Mr. Hatch does, I want to know about it. Don't screw this up. Beth Wilder. It was the first time I'd heard her name, but she had been there in the past. When it all started. She'd been here the whole time, working against me from the inside. And she wasn't the only one. Ja, Knotenpunkt 3, Emerald. Du hast beschlossen, dass Dr. Serene Sophia Emerald vertraut. Die Community, 68% der Community hat ebenfalls so entschlossen. Yeah, that's true. Enough. The treatments, they're losing their effectiveness. There's no changing the inevitable. Time is just one closed loop, and no matter what I do, time ends. I need to get in that lab. There's something in there that I need. The lifeboat protocol. What is it that you're so threatened by, Martin? Do I look threatened to you? This is Dr. Amaril's report. The stutters, they're increasing in frequency. What is that? A chronon disrupted life form. Extremely hostile. It's Dr. Kim. Let's go! Let's go! No, don't. Put one of those on! Charlie! Let's go! Let's go! Ja. Und wir haben jetzt auch bessere, weil ich keinen Upload gleichzeitig habe. Quali, könnte man sagen. That's Snitch. Clever. Here's the hatch. Jedenfalls hoffe ich das. Könnte auch sein, dass es nicht so ist. And what did Burke want with it? Well, I don't know. I don't even know what the lifeboat protocol is. It's a sanctuary. Designed to shelter a list of Monarch's essential personnel to weather the storm until they can develop a solution. Essential personnel. So that means that I'd be on that list, right? Not under Paul Serene's lead, you wouldn't. He's failed to see the value in his own people. Too consumed with grand ideals and delusions.
You know what I find to be the most terrifying notion on this planet? The idea of God. Simply the idea. A being with that much power. The ability to take and give so freely. That kind of control. But should be feared, not worshipped. Yet, people believe in it. Just as people believe in Paul Serene. See, what's so scary about God isn't his control, but rather, if he ever lost it. Paul Serene's become unhinged, Charlie. He's triggered a catastrophe. He has the chance to fix it, but he's choosing not to. He's choosing to let things end. Name of time. And this is where we come in. We risk too much leaving the keys to the kingdom in one man's hands. We need insurance. There's something called the CFR. It's a crucial key to our survival and must remain safe. But as long as Paul is the only one with access to it, it isn't. With access to the CFR, I would take over, get Monarch back on track, and once I do, restructuring would be in order, Charlie. Restructuring that would see you as my right hand. I'd be on the list. Absolutely. Then I need to go back to Monarch. And that sort of privilege escalation, it can only be done from the inside. Yeah, he's a traitor. We chose right. That's good. I put the island on lockdown, but the pump house on the west side has an old supply tunnel that runs beneath the bay. No one knows about it. You'll go unseen. Time is of the essence, Charlie. Better get to it. Commander Davis. Yes, sir. Head to the perimeter lab. We're moving forward. The frequency of the stutters is still unpredictable, but they're persistent. Erratic, but persistent. I need certainty. If I initiate the protocol, there's no going back. Mr. Serene, something like this. There is no certainty. We've never dealt with it before. How long? We've been running Dr. Amaril's simulations. It's hard to say without her to confirm, but... Just give me a time. The Joyce field could collapse within 8 hours. Mr. Serene, if you're going to proceed, now would be the time to decide. Das fällt runter, wenn... Das ist ein teures Tablet. Du kannst es doch nicht... Leg es doch wenigstens auf den Boden. Charlie. Fiona. Hey, bud. Where you going? You're right. Time's ending, just like you said. And the lifeboat protocol, it's a place. They built it to protect people from the fracture. And the only problem is there's a list, and anyone who's not on it is pretty much fucked. But if we make it back to the mainland, I can get us on the list. All of us. This entire island is on lockdown. How are we gonna do that, Charlie? There's a tunnel. Hey, all right, if you are lying to me this time, I swear to God. Get off! Tired of this shit. I don't know why you're doing this, but I don't have to put your name on shit, motherfucker. What
What'd you do to him? He's fine. I'm gonna tell you why you're gonna put me on that list. I got a pregnant wife at home, and she's the only thing that I am thinking about right now. So if you get in the way of me protecting her, I swear to fucking God, next time, you will not catch your breath. Lead the way. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die drauf sind oder gestreamt werden. Ich glaube, das wird gestreamt. Immer noch. Funny, wenn. Acht Stunden Zeit also, ha? To wrap it all up. So, he said, here we are. 5 minutes out, Mr. Hatch. What is that? Not sure. It was playing when we came in. Into the darkest dungeon, located in the soft depth of the... Oh Mann, die haben das eingebaut. Nice. Sorry, das... ja. Gut für ihn. I've come to free you, my friend. This imprisonment, it's unsettling. It's time for you to rejoin the others, to return to the infinite. Und natürlich keine Zeugen. Ja, der Typ ist... That guy is evil. How far along is your wife? 3 months. Congratulations. What up? Eine der langen Realtime-Cutscenes von Quantum Break. Ja. What the fuck is that? We're under the bay. Run. Wie geht's dir so? Hast du noch Zeugs erledigt gekriegt? So like Wäsche und Shit? Klingt gut. Oh, you guys are fucked.
Stand back! Stand back! Let's go. You okay? Yeah. Yeah. I'm good. When do you get... Get on the fucking ground! Hey, ground! No, we're with Monarch! What don't you understand? No, get on the ground! Hey, no. Hey, I'm the one that called it in. I'm Hatch's guy. One gun. Yeah. Where's she? She's a chronon scientist. She's important. We have to get her back to Monarch right away. Please. Get the fuck out of here. Now! Yeah. Fuck. I got Burke. Fiona, you gotta listen. Hey. Ah, shit, you killed him! Fuck! Hey! I didn't know that they were gonna kill him. What was I supposed to do? Huh? You led me on and then you kidnapped me. This isn't about you, Charlie! Are you stealing this car? Just get the fuck out of here. No, you're gonna need me. I got what I needed out of you. Yeah, I'm getting used to it. Why don't you open your eyes? The world is about to end. I'm trying to do something. Yeah, you're a real hero. Fuck you. Wir haben Liam gekillt. Das habe ich jetzt nicht erwartet, not gonna lie. A nurse, huh? I'll see you there. Burke. You fuck. Nice. You know, I'm really gonna enjoy killing your wife. Ich wollte gerade sagen, das ging nur durch die Schulter. Hey. He wasn't dead. Aber ja, wie gesagt, an sich ist das Konzept gar nicht so blöd, theoretisch. Allerdings, wie gesagt, es ist halt gefloppt, weil wenn du am Suchten bist, willst du dir nicht mittendrin eine halbe Stunde lang... Ist gut. Willst du dir nicht mittendrin eine halbe Stunde lang eine Serie angucken? Und vice versa, wenn du gerade eine Serie guckst, willst du weiter gucken, anstatt dann einfach zu suchten. Davis and his team. They're all good men. Monarch's finest. Paul, what about my treatments? I'm afraid so. You know what this means? You don't know for sure. I'm in danger! You let this happen! Jack, he wants me to become you. He wants me to suffer until the end. Joyce and Wilder. But what was troubling me is who got them into Kim's lab. She paid a visit while she was thought to be missing, minutes before the explosion. Paul. Paul, Paul, will you listen to me? Look, it's time you see her for who she really is.
This was her parting gift. They forced her. She's trying to destroy you. She's trying to help me. Oh, Jesus, but... Look at you. The smartest man I know. Blinded by a fool's love. Was für ein hinterhältiger Wichser. Sophia's loyal. She's gotten inside your head. She's always been loyal. You need to think about If this. the fracture's happening now, I owe this to her. Dr. Holden? What the hell is it? The protocol's been initiated. I need to wake my family. I'm afraid we have no time. Außerdem, diese Shifter. Ich würde gerne mal gegen einen fighten, von dem, was wir gelesen haben. Good evening. You weren't expecting somebody this handsome. Unfortunately, Mr. Serene is just... Liam? Hey, pal. I'm glad you could make it. I was just telling your girl here how concerned about you we've been. Emily, we need to go. Go. What's the rush? Emily, let's go.
Emily, give me the keys. Give me the keys. Get away from me. Get Emily, away. listen. No. Listen, please. Please. This is not who I am. This is not. I'm telling you, I never felt good doing this. I never felt good doing this. But it's the only thing I knew how to do. And when I got back, I couldn't find anything. I couldn't find anything to do. And Monarch, they found that useful, and they put me to work. And I swear to God, I couldn't stand being alone. So every Tuesdays and Wednesdays, I would walk down the street because it was the only 2 nights at the bartender. She wasn't at school. And I told myself every night to ask you out. It took me a fucking year. But Emily, if Monarch, if they gave me structure, you gave me purpose. I did this to protect you. I did this to protect us, our family. I did this to protect our family. And Emily, you have to listen to me. Something terrible is coming, and I will explain to you on the way, but we have to move. We have to move right now. If you will just let me protect you on my side. Please. Please. This is me. It's me. It is me. Okay. We have to go. We have to go right now. Okay. Should get your wound checked out. Weißt du, was Tetanus ist? Wenn sich das infiziert, bist du so tot, ne? Yeah, it's Pierce. I'm at the perimeter lab. So I have some information about Martin Hatch. I want him apprehended. Immediately. Okay. Akt 4. You took the one thing Mr. Serene needed to survive, Dr. Amaral. That made you priority 1. Yeah, they made that clear. Monarch lined every escape route with barricades, roadblocks. I had to get to the mainland, but I couldn't do it by car. Needed a new plan. All right, let's go. Beth, I think I'm gonna need a ride. The streets are too hot. All right, where do you want me? I'll let you know as soon as I find some higher ground and get a good look at the situation on the bridge. I think it might be a no-go. Die Brücke. I see, I see. Wie viel... Wir haben 11 Sammelobjekte. Wir haben bestimmt auch neue Tagebücher. So, wir haben neue Tagebücher. Gehen wir die erstmal durch. Serene Tagebuch 3. I know what they'll say. I've turned my back on Monarch, on the mission. For him, for Jack. The contrary is true. Jack could be our greatest asset if I can just make him understand. He needs time to understand, to process what has happened. Eventually, he'll see. He's the only one who possesses the same power, the lens to see clearly what I see every moment of every day. What's coming, the inevitability of it all. I just received word that shots were fired as Hatch delivered his speech. Shots meant from me.
There's somebody else opposing me. Somebody on the inside. The sickness is spreading. Visions are becoming more frequent. I'm having increasing difficulty holding on to the present. They need me to be strong. The lifeboat depends on it. I hope to God Dr. Amaral finds a more permanent solution soon. The treatments won't last much longer. Tagebuch 4. September 5th, 1999. Again. I found a way back from the end of time through a second machine. I went back as far as it would send me. February 28th, 1999, with a simple goal. To use my knowledge of the past to protect us from the future I witnessed. I've built a company from the ground up, invested in sure bets. We've made millions in mere weeks. And this is just the beginning. I can use this knowledge to do great things. I can use it to guide us to a better future, to make the world a better place. And it's strange, living all this a second time, reliving it all from the shadows. I recognized a vagrant the other day. I know how he dies, weeks from now. I can save him from that fate. A simple start. If I can do that much, then I can save us all. I still see visions of it. Every day, haunting me. Time frozen. Billions of people just stopped for an eternity. Never living and never dead. She followed me here. Tried to kill me. I'd like to think it haunts her too. Tagebuch 5. It was him. The whole time, Martin fucking Hatch has been sabotaging me from the inside. He destroyed the lab containing my only treatments. I can feel my sickness spreading by the minute. Without those treatments, it's only a matter of time until... He's had his hands in every phase of Monarch's development, overseen our R&D division for years. Why? Why now? This can't be about control. He wants control of Monarch. He is using this company for his own agenda, building towards something. All those secret projects I granted him. What has he been up to? We will find him, and I will put an end to this once and for all. Gibt's noch was für Jack? Oh, es gibt was für Jack. Tagebuch 4. Alles am 11. November. You said you'd been to William's workshop before. What brought you there? He sold our family home to finish building the countermeasure. He never told me. When I found out, I was furious. I hadn't talked to the guy for almost 3 years. He stopped answering the phone. I figured he was deep into drugs, gambling, something bad. Did you discover the truth? I never gave him the chance. I found him outside that workshop and tore right into him. Blamed him for everything that went wrong between us. I could see in his eyes he wanted to tell me, but I wouldn't let him. It was the last straw, you know? If I'd handled the situation a bit better... Let's move on to the next question. Tagebuch 5. You gave yourself up at the party. Clearly your presence had an impact on Serene. He dropped everything to see you in that cell. Now why do you think that was? He wanted me to understand why he did what he did, what he was trying to do. He wanted to recruit you. Maybe he should have thought of that before killing my brother. Und Tagebuch 6. Your behavior shifted during your mission to kidnap Dr. Amaral. You became less foolhardy, more calculated. What changed? I found hope. The second time machine? You actually thought you could go back and stop the fracture from ever occurring? Stop everything? There was a chance. That was enough. Yet every sign you've seen has proven otherwise. Your own brother posited that time works as a rigid closed loop. No interaction with the past could possibly change what has already occurred, and any attempt to do so would merely cause such events to occur
in the exact manner they always did. Perhaps there was a lesson to be learned. My brother died trying to save this world. You know the last words that came out of his mouth? I'll never stop trying. Lesson learned. Beth hat ein neues. October 9th, 1900 hours. We found it. The second time machine. It's the final proof I needed. Everything she wrote in that notebook came true. I found the final piece of the puzzle. The countermeasure that William built to stop a fracture in time went missing in 2010. It was never seen again. It's clear what that means. It was us who took it. It just hasn't happened yet. We go to the past, get the countermeasure, come back, and we can stop all of this in the present. That's our mission. Even if Jack doesn't know it yet. He's convinced we can go back and simply undo this all. He lit right up when he saw that machine, like time travel is some kind of goddamn magic eraser. He's gonna be in bad shape when he realizes the truth. Maybe even worse than I was. Poor bastard. Guy's stubborn as hell. Did I mention his ingenious plan to kidnap Dr. Amaral? Let's just say he's in handcuffs right now, waiting for me to Trojan horse his ass out of a high-security Monarch facility. He's got balls. I'll give him that much. Maybe I'll wait a bit longer. Make him sweat a bit. I don't know. Diese ganzen Tonaufnahmen sind nicht... Die sind teilweise Mono-Audio und auf einer Seite only. Das hört sich so weird an, not gonna lie. So. Wir haben mehr von... Wer war es nochmal? Mary! Oder das Pippin? Nee, ist ja Mary. July 4th, 2010. Beth Wilder, I'm addressing this video to you. You told me to stay away from my workshop, but I couldn't just leave it there. I went back to get it, and the entire place is a disaster zone. The countermeasure, gone, taken. Shit. The safe, empty. I just need to know you have it, because if it falls into the wrong hands, its power is immeasurable. Our future, our entire lives depend on it. This can't all be for nothing. You know where to find me. Please, hurry. Well, that's it. Keine neuen Inhalte. Anderweitig. Gut. Gotta get to higher ground. Yeah, really do. Good looking scene, though. Und wir haben direkt 2. What the heck? That's not it. Oben. Yeah, I'm gonna... 1 von 6. Other one? I'm looking at the bridge right now. It's a lot of Monarch. I don't know, maybe you could sneak across? Well, maybe. Or I could pick you up. Let me know. I'm pretty exposed out here, so try to make it fast. I'll be a lot better when you get me on that boat. Monarch's right on my ass. I'm not exactly making friends out here. How's Dr. Amaral? Still kicking and screaming. How long do you need to get here? That depends. Let me check. Yeah. Quite a while, I guess. Better get inside before the chopper spots me. Doesn't chop. Where's the chopper? Da gibt's mehr Kram. Schicke Skybox. Allerdings, wie man sehen kann, damals waren es halt immer noch Skyboxes. Yeah, just looking for a viewpoint. Heutzutage wir benutzen die
fast alle Games, soweit ich weiß. Ah ja, das Schiff wird nachher noch wichtig. Soweit ich weiß, benutzen heutzutage fast alle Games volumetric Clouds. Okay, nice. Aber naja, 2016 war eine andere Zeit. Can't do much more. Oh, hier oben. Was ist es mit solchen Sachen auf Dächern, wo man sich hinsetzt, ein Bier trinkt und, I don't know, in den Hafen guckt? Kinda strange, not gonna lie. Scheißsäge. Hier. Night Springs! So, we don't know where he is. We can't find him. So we need to look into a replacement. All ponies are made of butter in Night Springs. Ah! There's always lots of the crazy things happening in Gitu of Night Springs. Thank you. All ponies are made of butter in Night Springs. We know the old dance, the fortunate and the destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street. But the tables can be but the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource. Do that again. And yet, that is the fate that awaits you in Night Fringe. It's Night Springs. Night Cringe. Springs. Bright Blings. Night Spring. Fright. Winge. Jesus. We know the old dance. The fortunate and the destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street, but the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource in Night Springs. Right things. Die haben ihren Voice Actor für Night Springs verloren und suchen jetzt einen neuen. Ja, GG. Okay, that was weird. Ah, a generator. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Really look like it. We still have no visual on Joyce or Wilder. Doing another sweep. I can't stay here long, Jack. You're gonna need to be quick. Yeah, about that. Bad news? Reoccurring theme of the night. I'm looking at the bridge right now. If I go anywhere near that thing, there's gonna be some people caught in the crossfire. All right. Any bright Thanks for your ideas? patience, folks. Have you on your way again soon. Let me see. There's a pier under the bridge. You should be able to meet me there with the boat. Giant gas sign out front. Can't miss it. It's nice and bright for Monarch to see. There's not a lot of options. Switching to Monarch frequencies. Be in touch soon. And I'll be there in a few minutes. Don't stand me up.
Yeah, gotta be fine. Ja, das wurde... How are we getting down there? Where's the fire pole? Soweit ich weiß, wurde das ebenfalls auf der E3 gezeigt. Das Schiff rennt in die Brücke rein und zerstört alles. That's gonna be fun. But we are busy. We have shit to do. Like... For those of you just tuning in, the manhunt continues as authorities search for Jack Joyce, the suspect in last night's university terror attack. Joyce may also have been involved in a firefight at the Monarch Mansion on Gull Island approximately 30 minutes ago. On the line, we have Ken Bukowski, a bridge operator for the Port Donnelly Bridge. Ken, what can you tell us about the situation out there? Hey, I just want to give a shout out to my little guy. Hey, Ben, hope you're listening. Isn't it past his bedtime? He'll be up reading those Hunger Games books if I know him. But, yeah. I'm just out here in the control booth overlooking the bridge. Monarch's got a roadblock set up, checking all the cars as they go through. It's all very well organized. I got a nice young fellow from Monarch up here, Darren, doing some kind of lookout from above. He's not a coffee drinker, so there must be something wrong with him. No, but we're in good hands. Even though it's not cops at the roadblock. Yes, Ken, Monarch is working to assist the police in the hunt for Jack Joyce. I know some people have asked, does Monarch have the authority to do this? Well, my question is, if not Monarch, then who? I think we need to recognize that we are currently in a state of crisis. Why isn't Joyce behind bars? If the police are overwhelmed, then I say we take all the help we can get. Monarch is the only thing keeping this city safe. Am I right, Ken? I guess that makes sense. You bet it does. I suggest we stop asking why they're helping us and start helping them. But that's just me. We're opening the lines for your thoughts, Riverport, right after this. Ja, Monarch-Propaganda. So Propaganda. Und ja, stimmt. 2016 ist... Dominik, ist in Sachen Hunger Games 2016 irgendwas rausgekommen? War das der erste Hunger Games Film, der rausgekommen ist 2016, oder war das später? I don't remember, like, at all. I do not remember. Aber irgendwas muss da gewesen sein, keine Ahnung. Ja, no plan. Excuse me, sir. We're helping the police looking for a terrorist. Have you seen anything out of the ordinary? Is that the guy who blew up the library? James Joyce? Jack Joyce, yeah. You see anything out of the ordinary? Well, I mean, there's a sports car parked in the streets back there. It's kind of wrecked. It's a little unusual. Please, show me where. Right now. Damn it. Better hurry. All units, be advised that Martin Hatch has been compromised and has been removed from his position. Repeat, Martin Hatch no longer has any authority, and all orders from him, past or present, are now rendered invalid. Please contact your supervisor for further instructions. Sie haben Martin Hatch gefeuert. Gut so. Where do we need to go? There we need to... Können wir überhaupt hier lang? Nope. Für 2016 sieht das Spiel schon ziemlich gut aus. Hat sehr viel Mikrodetails. I like that. Natürlich noch überhaupt kein Raytracing. Das gab es damals noch nicht. Oh. Da ist es da hinten. Anything else? No, we have everything else. Yeah, genau. iPhone 6. Können bei der Gelegenheit einfach auch kurz auf die Updates gucken. Wir haben 4 Punkte. Könnten wir machen. Positionen werden länger angezeigt. Na.
Der Radius des Zeitstoppers wird größer. Das könnten wir machen. Das haben wir voll, das haben wir voll. Das kostet 6. Ich würde mal sagen, na, wir machen den Radius des Zeitstoppers größer. Let's go. Mit 45% durch, haben bisher nichts verpasst. Gonna be fine. Please talk to one of our security personnel if you have anything to report. Ich glaube, um die Zeit ist allerdings auch Detroit Become Human rausgekommen. I don't know, das Game erinnert mich da teilweise ein bisschen dran, not gonna lie. Gut, Jack, runter mit dir. Hier. So. Somebody's sneaking around down there. Hey! I think that's Jack Joyce! Do I have my... Oh, yes! I have my big weapons. Ooh. Oh shit. No, 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 no! Damn, we missed some shots there. Oh! Oh! What? They're all fucking dead. So, da müssen wir. Hier rüber geht's allerdings nicht. Und die Zeit bleibt stehen. Not gonna lie, ein Lobster-Restaurant zu haben. Uncle Stu's Lobster Shack im Haber. Nee, hier stinkt es. Dominik, warst du mal im Bremerhaven? Da stinkt es so dermaßen eklig nach totem Fisch. It's kinda sick, not gonna lie. Aber das finde ich mega cool, dass sie so... Oh well. Dass es nicht mehr Games mit so einer Mechanik gibt, though. Ist schon ein bisschen sad, not gonna lie. Yeah, I know. My plan to meet Beth went out the window as soon as the stutter hit. Her boat couldn't get to you. No, but it gave me an opportunity to climb up on the bridge and cross it. Slip right past Monarch, more or less undetected. Und das Lustige ist, ich könnte jetzt noch... Ich kann nicht. Ich hab meine Waffen weggesteckt. Schade. Ich würde sagen, ich kann jetzt noch die...
diese Dinger, die auf dem Rücken tragen, theoretisch zerschießen. Und dann machen die auch so Boom wie der Dude da hinten. Kaboom. Anything else? Ich finde das allerdings halt echt ein bisschen schade, dass keine anderen Games... Hi Yumi, wie geht's dir? Irgendwie mehr so eine Mechanik eingebaut haben. Like nobody did. Sorry, ich wollte eigentlich gestern einen B-Day-Stream machen, but it didn't work. Die Zeit, es hat einfach nicht funktioniert, leider. Das ist das Ding. 4 von 6. Wie geht's dir heute? Hola, Yumi. Mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut. Ich bin gestern offiziell alt geworden. Oh Gott. Dominik. Das heißt, du wirst auch bald alt. Ist nix. Oh nein, wusste ich nicht. Alles Gute nachträglich. Ach, alles gut. Ich hätte vielleicht auch Bescheid geben können. Könnerlei, danke, danke. Ja. I don't know, ich habe gestern Ich hatte gestern Uni. Und nach der Uni, naja, haben wir dann halt im Kreis der Familie gefeiert. Einkaufen gegangen, shoppen. Wir haben Ramen gemacht. Ich glaube, ich habe dir das Bild geschickt. You know. Von dem Ramen, den wir gemacht haben. Der war super lecker, by the way. Auch wenn ich Rindfleisch statt Schweinefleisch benutzt habe. Das Thema ist schon rum. Und wenn, ist eh erst nächste Woche. Das Thema alt? Ja, stimmt. True, true. Oh. Das. Ah. Sah auch sehr lecker aus. Ja, danke. Sky is fucked again. Das war auch sehr lecker. Wir hatten auch sehr guten Kuchen, not gonna lie. The scene on the bridge was unreal. They weren't cops. They had no authority to do this. But the Monarch PR machine had done its job. Here they were, the heroes protecting everybody. And you were the terrorist. Yeah. Hier habe ich das Gefühl, Nissan hat das gesponsert, das Game. Und es gibt natürlich auch Kuchen. Donauwelle. Man, I'm not the one you should be scared of, guy. Dominik, wir werden dir ein Stück Donauwelle, lasse ich dir definitiv über. Listen, if you see him, don't try to approach him. Just call the number, okay? It's even worse than my passport picture. Ja, aber wie gesagt, wenn so ein Geburtstag auf einen Wochentag fällt, ist das halt immer ein bisschen schwierig. So feiern, würde ich sagen, machen wir dieses Wochenende, wenn Dominik da ist. Dann suchtet man zusammen und hat eine Menge Spaß, you know? Sehr zuvorkommend. Gesucht. Jack Joyce. Person ist bewaffnet und äußerst gefährlich. Fuck you, you're not the police. Da hinten ist auch noch eine Fracture. Wer benutzt denn bitte noch Facebook? Und ist das ein... Das ist ein Nokia.
I want to see. I want to see. Das war das Windows Phone, das sie mal versucht haben rauszubringen oder so. Schwarzes Brett von Monarch. Haben Sie diese beiden gesehen? Charlie Wincott, Fiona Miller. Gesucht in Verbindung mit den kürzlich stattgefundenen Terroranschlägen. Sprechen Sie sie nicht an, wenn Sie Informationen zu Ihrem Aufenthaltsort haben. Kontaktieren Sie bitte Monarch. Well, sorry Charlie, aber deine ganze Arschkriecherei hat dir ein Wanted-Poster eingebracht. Rest in peace, you. You should stop here for further instructions. Shit. Ist noch was? Just be patient, watch yourself. We're just making sure everybody's safe. Ja, wie gesagt, da ist noch genug für dich da. Wird noch genug da sein. Update zu Monarchs Einsatzbefehlen. Martin Hatch. Oh ja, that's gonna be good. Neue Befehle für den Außeneinsatz Martin Hatch. Alle Einsatzkräfte werden darauf hingewiesen, dass Martin Hatch nun als kompromittiert eingestuft wird. Alle seine Befehle und Anweisungen, neu oder bereits bestehend, werden als ungültig erklärt und widerrufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten, falls Sie weitere Informationen benötigen. Hatch ist für die Zerstörung wichtiger medizinischer Vorräte verantwortlich und dem Tod einer Vielzahl von Monarch-Mitarbeitern beteiligt. An dem Tod. Und arbeitet möglicherweise mit Jack Joyce zusammen. Ich bin kein Terrorist, ihr... Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, aber Martin Hatch muss gefangen genommen werden. Auch unter Einsatz maximaler Gewalt, falls notwendig. Falls er nicht gefangen genommen werden kann, sollte er als ein hochrangiges Ziel angesehen werden, das unter keinen Umständen entkommen darf. Gehen Sie kein Risiko ein. Er wird als äußerst gefährlich eingestuft. What? Martin? Goddamn Mickey Mouse detail. Ridiculous. Kinda fucked it up. Oh, by the way, das Copyright für Mickey Mouse ist dieses Jahr am 1. ausgelaufen. Honestly, I can't see him showing up here. Ist am 1. ausgelaufen. Wir können jetzt also dieses Jahr eine Menge Mickey Mouse Horrorfilme erwarten, die sehr low budget sind. It's gonna be fun, guys. 90%. One is missing. Where is it? That's the question. No. Oh. Ooh, this is bad. Oh, fuck. What? What kind of Zeitexplosion? You gotta be kidding me, right? Okay.
this is bad. Very bad. Need more ammunition. Thanks. Okay, good. That's cool. Just gotta make it across this damn bridge and I'll be clear. Damn. Die Dinger sind so tanky. By the way, es ist recht cool, was passiert, wenn ein Auto explodiert. Second. Weil man in der Zeit, stillstehenden Zeit nichts von außen verändern kann, you know? Die hat ein Bier geklaut. Scheiß Möwen, Alter. Gonna leisten. Echt Drecksviecher. Is it here? It's not. Oh, gotta go up, I guess. Und sonst so, wie war die Woche, Yumi? Jetzt endlich Wochenende, endlich ein bisschen entspannen. Da ist es. Das ist der letzte Punkt. Sechs von 6. 100%. Nice. Wie sieht's denn aus mit... Wir haben 3 Punkte. Ja, damit können wir nichts machen. Damit können wir so gar nichts machen. Die Woche war super anstrengend. Die nächsten Wochen werden es auch noch mehr, aber endlich Wochenende. Yay! Hoch die Hände, Wochenende. Würde ich mal sagen, auf geht's. Das ist jetzt auch einer der Parts, die beide auf die E3 angezeigt wurden. Das wird so nice, not gonna lie. Auf geht's.
This is so bad. Zugegeben, ich habe I das... knew I'd be dead if the stutter collapsed while I was in the frozen crash. I had to reach solid ground, and the deck of the cargo ship was my best bet. Just had to find a way down. Zugegeben, in der Xbox-Präsentation sah das irgendwie imposanter aus und keinerlei. Aber das ist jetzt halt auch schon 2016, das ist ewig her. Armes TÜV. Hack. Ja. Kriegst einen Hack von uns. Einer vorne, einer hinten, einmal schön zerquetschen, genau. Die Rippen brechen. Ups. Ja. That's good. Oh. Das hier wiederum ist schon irgendwie echt cool, not gonna lie. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ewig ultra viel Arbeit ist, sowas zu machen. Deswegen halt so wenige Entwicklerstudios sich an solche Projekte trauen. Frozen crash was a mess. Somehow I had to find my way across, hope for the best. Und diese Brückenszene erinnert mich jetzt so ein bisschen an Final Destination 5. Der Helikopter. Oh Mann. Helikopter. Dominik, wir haben den gesehen, ne? Final Destination 5. Mit der Brücke am Anfang, wo die collapsed. Müsste man eigentlich mal wieder gucken. Downtown South. Das hat definitiv was für sich. Aber ja, das Level ist definitiv ein guter Showcase für eine E3. Um Leute hyped aufs Game zu machen. Können wir nicht lang? Durch vielleicht? Nope. Where do we need to go? Oh doch, hier. Ah, I see. Man muss irgendwie alles benutzen, was man zuvor schon irgendwie erlernt hat an Fähigkeiten. I kept heading downwards, towards the cargo ship. Lucky me. The route down wasn't exactly user-friendly.
Wer sitzt da am Steuer? Dem sollte die Lizenz entzogen werden, not gonna lie. The fracture was getting much worse. Timelines getting scrambled. Caught in violent loops, off sync. Crashing into each other. This was what the end of time would look like. Everything was broken. In chaos. Frozen. And no one would know. Okay. Nice boat. Hold still. Come on, come on, come on. Fracture was escalating. Objects were moving out of time, out of order, entire timelines overlapping. And it was gonna get worse, unless we could stop it. You don't understand the power you're wielding. You need to hand this technology over to Monarch. I've prepared for what happens next. You say you're prepared, but no part of this plan of yours involves stopping it from happening. Even if I fix William's machine, what could you possibly hope to achieve? The end of time is coming. There's no way to— Hey! This isn't a debate. I just watched a ship fast forward through a fucking bridge. Time is running out, and the fracture's getting worse by the minute. And it cannot be stopped. Paul has been to the end of time. He's witnessed it firsthand. Can't you see? We prepared for what's next out of necessity. Your research is based on work by William Joyce. You respected him. He knew that the fracture would occur, but he also knew that it could be fixed. Will built a way to stop the fracture. This. The countermeasure. We're traveling to the past to retrieve it. You can help us get there faster. Or you can agree to disagree. I'll have to run diagnostics on the machine. I can't promise anything before that. Amy, take Emerald to the machine. Keep an eye on her. Sure thing. Okay, Doctor, let's go. And I can see right through you. Don't try anything stupid. You will regret it. Jack, before we head downstairs, we have to talk about something. Yeah, I guess so. There may be new stuff. Damn, ist hier viel. 100. Okay, let's talk. Also, Best Grafiken und Pläne, um ins Jahr 2010 zurückzureisen und die Gegenmaßnahmen zu stehlen. Wusste ich doch, dass wir das Ding klauen würden. Hier ist nur Wills alte Old Research mit dem Hamster, mit der Maus. Okay, das ist zusammengebrochen. Die Leute draußen feiern und haben keine Ahnung, dass die Welt untergeht. Great. Great, great, great. Okay, what's up? It's about the plan.
If Amaral gets the machine working... We go back to yesterday and undo all of this. Listen. In the video Will left for me, he said the countermeasure was stolen from his workshop on July 4th, 2010. He also said I took it. Maybe I did, Jack. We have a time machine. You're saying we go to 2010. We steal it. If Will was right, that would mean it wouldn't be a change. We take the countermeasure, bring it to the present, fix the fracture, save the world. Okay. Explain to me why that's a better plan than just going back to yesterday and preventing all this from happening in the first place. Because I'm afraid that based on what I know about time travel, we can't change anything. The past has already happened. We can't change it. But my way, we don't have to. Yeah, I don't know. I mean, my plan still feels simpler. Let's just get the machine working. Well, sie hat ja recht. Was passiert ist, ist passiert. Das kann man nicht mehr ändern. Das wurde mehrfach bewiesen. Aber wir können immer noch die Zukunft ändern. Dr. Amaral seems convinced that Paul's been to the end of time. Do you think that's true? Can't be. Otherwise, trying to prevent it would be pointless. Why? Because it's already happened. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht passiert ist. This was the guy delivering the speech at the gala. Name's Martin Hatch. According to Monarch Radio, he's been deemed a traitor. Sabotaged a Monarch lab. Potential ally? Not even close. Martin Hatch Akte. Martin Hatch, was wir wissen. Bisher von Fiona Miller zusammengetragene Fakten. Arbeitsbeginn bei Monarch 2001. Wurde etwa 2007 Serenes Chefberater. Keine Aufzeichnungen von vor 2001. Wer war er? Wo kam er her? Arbeitet er gegen Monarch? Mögliche Verstrickung in Dr. Kims Tod? Nicht bestätigt. War zum Todeszeitpunkt allein mit Dr. Kim. Kim starb, als er kurz davor stand, eine Heilung für Serenes Zeitkrankheit zu finden. Sabotage der Zeitmaschine in der Universität nicht bestätigt. Absichtliche Fehlberechnungen. Hatch wurde im Labor gesehen. Hilfe bei der Entführung von Sophia bestätigt. Lenkt Monarch ab, während Entführung stattfindet. Mussten wir drüber kommen, alarmierte Serene nicht. Zerstörung der verbliebenen Medikamente gegen Serenes Krankheit nicht bestätigt. War außerhalb von Dr. Kims Labor, als Labor zerstört wurde. Schob Verantwortung dafür auf Sophia. Behalf Charlie Wincott zur Flucht bestätigt. Hilft Charlie gegenwärtig unbekannt, ob oberste Ebene des Monarch-Gebäudes zu erreichen. Widersetzte sich direkten Befehlen von Paul Serene, möchte Zugang zum CFR, möchte eventuell das Rettungsbootprotokoll sabotieren. Sabotiert Serene, Motiv, sorgt im Geheimen für Serenes Untergang. Möchte er Monarch über... Ja, wir haben ihm nicht vertraut, das ist eine gute Entscheidung. Warum? Sabotiert Monarchs Überlebensplan von innen. Dafür gibt es keinen schlüssigen Grund. Glaubt nicht, dass die Gegenmaßnahme den Riss aufhalten kann. Kein potenzieller Verbündeter. Arbeitet für Monarch, glaubt daher, dass das Ende der Zeit unausweichlich ist. Aber warum dann der Versuch, das Rettungsbootprotokoll zu sabotieren? Das sind alles gute Fragen, wo ich keine Lösung für habe. Was haben wir hier? Mehr Propaganda? Hello, Riverport. Well, it's been a rough night for us. The collision at the Port Donnelly Bridge that has claimed multiple lives is still being investigated. At least a dozen people are confirmed dead, and investigators say they expect to find more bodies, some of which are predicted to be found in the cars at the bottom of the river. The cause of the accident remains unclear. Adding to the confusion are conflicting reports from shipboard personnel and those on dry land. The captain of the cargo ship insists that the bridge was up and the route was clear. However, some people shoreside claim the cargo ship was approaching the bridge at high speed, despite the bridge having not yet been raised. Others express surprise at the ship's presence, claiming that they do not see its approach at all. The investigation is still ongoing.
We'll keep you posted. Now, obviously, this disaster will affect us in more ways than one. With the Port Donnelly Bridge out of commission, heavy congestion is expected on the other routes across the river, and we now have reports coming in of multiple car crashes all over Riverport. So you will want to reserve enough time for your trip today if you're traveling by car. Stay safe out there. Hopefully we can all get back to normal soon. Ja, die Monarch-Propagandamaschine. Let's see how Dr. Amaral's doing with the time machine. Yeah. Oh, wir hätten wieder I don't hier oder think we da. can trust her. The way she looked at the countermeasure like she's seen it before. She knows what it does. You think Will told her about it? No. Will was never the kind to open up. I can relate. Will takes it to the next level. When we were kids, the only way that Will could express anything important to me was by informing my stuffed giraffe when I was in the room. It's precious. And weird. Ja, Herr der Ringe. Precious. Are these open? One can't open. Feeling like I'm missing something. Don't think I am though. Ja, hier haben wir schon alles ausgenommen. Wichtigem Stuff. So, Madame. Did she find anything? I'm not sure. I'll go check. Ja, dann gibt es neuen Kram. Sammler. Die 3 haben wir. Okay, dann dauert das wieder bis zum nächsten Punkt. But... Aber so mal eben weg. Alles klar, bis gleich. Jack, you've got to see this. I'm serious, Jack. This is big stuff I've got see here. how Dr. Amaral's doing. Hey, shouldn't you be keeping an eye on Amaral? Okay, but first, you need to check out the intel I uncovered. Es könnte... Ja, gemäß. Hier hinten gibt's noch Stuff. No use going there before talking to Dr. Amaral. Okay. Ha! Knew it. How the fuck am I supposed to get there? Oh, so. All right, that's it. Yeah. Jack. Hi. It's Will. I guess you're in Thailand by now. I'm not sure if you even still use his number. I don't like how he left things. I've been under a lot of pressure. There's some things I should tell you. I'd like to make it right. Just call me. Okay? Please.
By the way... Oh ne, Dominik ist gerade weg. It's kind of sweet. Ich glaube wirklich mehr. Sie nicht. Muss halt jeden Zentimeter irgendwie absuchen, um alles zu finden. Gotta be fine, reden wir mit ihm. Alright. What is all this? I uploaded all the files I stole on that USB stick from the Monarch security station. I also found a video of your brother. It's on that TV. You're gonna want to see it. Everything else I printed out and put on tables over there. Is the city still hunting for me? In full force. There's an entire webpage dedicated to potential Jack Joyce sightings. So I've been filling it in with false leads for fun. Do you want to pitch in? Post that I was spotted in the back of a catering van somewhere. You can do better than that. But okay, I'll let them know. What's on the computer? Monarch files I uploaded, and I kept the juiciest stuff on screen for you. Ooh. An Sophia Emerald von Paul Serene. Datum 28. Februar 2013, 6:22 Uhr. Betreff Traumtagebuch 5. Mein 5. Eintrag. Ich erinnere mich, durch ein Weizenfeld zu gehen, das früher einmal meinen Großeltern gehörte. Ich drückte mit meinen Händen die Weizenhalme zur Seite. Anfänglich glitten sie noch weich durch meine Finger. Aber während ich weiterging, begannen die Halme, sich um meine Arme zu wickeln und schlingen. Sich um meine Arme zu wickeln und schlingeln und erzeugten so bei jeder meiner Bewegungen einen Widerstand. Das ganze Feld fing an, sich zu einem unzerstörbaren Material zu verfestigen und mein Körper steckte mittendrin fest. Ich suchte verzweifelt, mich zu befreien, aber bei jeder Bewegung fühlte es sich an, als ob ich mich verbrennen würde. Die Welt verblasste. Die Zeit stoppte. Ich hörte, wie sich das unverwechselbare Geräusch meiner größten Angst näherte. Schrifter. Sie tauchten von allen Seiten auf und umzingelten mich. Ich schaute in die Ferne und sah eine verschwommene Gestalt sich nähern. Ich versuchte zu rufen, aber die Worte wollten nicht seine Kehle verlassen. Stattdessen wurden sie zu einem endlosen Kreischen, das an meinen Ohren pochte. All seine Bewegungen und Geräusche verwandelten sich in eine quälende Übelkeit, die meinen ganzen Körper befiel, bis sie unerträglich wurde. Der Schmerz besiegte das logische Denken. Ich musste dafür sorgen, dass es aufhörte. Ich musste dafür sorgen, dass alles aufhörte. Die Gewalt brach aus mir heraus und ich schlug blind nach der Gestalt, zerfetzte sie. Ich musste die Quelle der Bewegung und Geräusche zerstören, die bei mir eine solche Übelkeit ausgelöst hatte. Der Schmerz verging, als ich der Gestalt das Leben nahm, und als sie starb, erkannte ich auch, wer sie war. Sie war ich. Ich war zu genau der Bedrohung geworden, die ich einmal gefürchtet hatte. Aber ich hatte keine Angst mehr. Ich fühlte etwas sehr Klares, sehr Reines. Ich drehte mich um und entdeckte Jack hinter mir. Er bewegte sich nicht, aber ich könnte dennoch seine Absicht verstehen. Er hieß mich willkommen. Alle Missverständnisse, alle Schmerzen, die wir uns gegenseitig zugefügt hatten, waren vergessen. Wir waren Teil eines höheren Bewusstseins. Ich hörte eine Stimme hinter mir, Dr. Kim. Er schloss sich uns an. Er sagte mir, dass Zeit einmal das Feuer war, in dem wir brannten.
Er sagte mir, wir würden nie wieder brennen. Dr. Porretta. Im Anhang finden Sie den letzten Eintrag von Paul Serene in sein Traumtagebuch. Meine Sorge bezüglich der Bedeutung dieser Träume wächst stetig, aber ich brauche eine zweite Meinung. Ich kann Pauls Krankheit behandeln. Soweit ich es beurteilen kann, ist das Chronon-Syndrom in Wirklichkeit eher eine metaphysische Krankheit als ein tatsächliches medizinisches Problem. Aber ich bin eine Wissenschaftlerin. Ich agiere in dieser Angelegenheit wirklich außerhalb meines Fachgebiets. Diese Übung sollte helfen, Stress abzubauen und Pauls Symptome zu lindern. Aber bisher ist das Gegenteil eingetreten. Zeit spielt eine wesentliche Rolle. Sein Zustand verschlechtert sich täglich. Dr. Sophia Emerald, Leiterin der Forschungsabteilung. Interesting. Und das Video? Hi, Mary. Okay. The date is it's February 28th, Jesus, Will. 1999. William Joyce. 1999. After months First experiment. arduous work, my machine is finally ready for human testing. Ready is defined by me, since ready is obviously a relative term when you're dealing with the deformation of the chronon field and recreating of black holes' mass density by tangent. Okay, in short summary, I built a time machine, and it works. I'm gonna prove it, or die. Okay, just need to make some final preparations. When I enter the machine, I will travel clockwise around the corridor. Okay, core is active, chronon levels are stable. Travel clockwise around the corridor, exiting back into the same location in the near future. This clock is set to my watch. Now, when I exit the machine, there should be a significant difference in time between my watch and the clock in this room. Corridor is locked in place. Okay, setting the date to 5 minutes to the future for the first test. Now, admittedly, traveling to the past would be much more impressive, but I can travel backwards in time only as far as the first activation of the machine's core, which is, well, now. Okay. Machine's ready. Monitor is stable. What I'm about to do is going to change the very fabric of I don't remember. What? Kind of strange. Oh mein Gott, so viel Shit. Hey, Amy. What am I looking at here? I've been recording Monarch communications with the radio that Beth left me. I made a compilation of anything that seemed like it might be useful. Mitschrift von Monarchs Kommunikation. Komm, 1032. Unbekannter Monarch-Mitarbeiter. HQ, bitte melden. Hier spricht First Aid One. Es gibt hier beim Krankenhaus Probleme. Ende. Es gibt's First Aid One. Ende. Hier geht alles den Bach runter. HQ, Burke ist wegen seiner Frau aufgetaucht, wie erwartet. Gibson hat ihn abgefangen. Burke wollte nicht mitkommen, also hat Gibson seine Waffe gezogen und ist jetzt tot. Burke hat ihn in aller Öffentlichkeit mit einem Stromkabel erwürgt. Das ist die Art von Scheiße, die hier abläuft. Ende. Habt ihr die Lage unter Kontrolle? Wo ist Burke jetzt? Ende. Wir suchen nach Zeugen und haben die Überwachungsvideos gelöscht, aber Gibson war allein unterwegs. Also wissen wir nicht, wie viele Leute den Kampf gesehen haben oder wo sie jetzt sind. Und das gilt auch für Burke. Er ist verschwunden und seine Frau ebenfalls. Ende. Verstanden, First Aid One. Wir schauen, was sich machen lässt. Sorgt einfach für Ordnung. Over und out. Überwachungsvideos gelöscht. That's telling.
Rettungsboot-Dokument. Memo. Die Riverport-Situation unter Kontrolle bringen. Von Clarice Ogawa, Anleiter der Einsatzteams. Ich weiß, dass sich die Situation ständig ändert und sich die Dinge schnell entwickeln, aber ich möchte die Strategie, mit der wir die Kontrolle über Riverport behalten, noch einmal wiederholen. Wie Sie alle wissen, können wir die Situation nicht direkt kontrollieren. Wir haben nicht die nötigen Personalstärke und wir haben nicht die tatsächliche Autorität dafür. Daher ist es unerlässlich, dass wir eine gute Beziehung mit den Medien und den örtlichen Behörden aufrechterhalten, damit sie die Drecksarbeit für uns erledigen. Idealerweise sollte alles, was wir tun, von den Behörden unter unserer diskreten Anleitung erledigt werden. Im Fall, dass wir selbst aktiv werden, sollten wir von Kräften unterstützt werden, die die Illusion erzeugen, dass Monarch Solutions mit den Justizbehörden zusammenarbeitet. Lassen Sie sich nicht täuschen. Obwohl wir bisher erfolgreich waren, ist die Lage nicht stabil und kann sich schnell ändern. Wenn wichtige Parteien in der Stadt das Vertrauen in uns und unsere Fähigkeit, die Krise zu bewältigen, verlieren, wird unsere Kontrolle sehr schnell schwinden. Daher müssen wir diese Beziehung pflegen, selbst während wir unsere eigenen Operationen durchführen, von denen einige eine beträchtliche Mobilisierung von Truppen und Kampfhandlungen beinhalten. Dies ist ein konstanter Balanceakt und während ich zuversichtlich bin, dass wir das schaffen, bleibt uns kein Raum für Fehler. Wir können es uns nicht leisten, selbstgefällig und unachtsam zu werden. Glücklicherweise sind wir gut auf diesen Notfall vorbereitet. Schon lange bevor wir diesen Punkt erreicht haben, haben wir ein gutes Verhältnis mit dem Bürgermeister von Riverport PD und anderen wichtigen Behörden innerhalb von Riverport sowie den meisten wichtigen Medien aufgebaut. Wir fahren eine Doppelstrategie. Ja, die Propagandamaschine läuft, I see. Erstens, Kontrolle aufrechterhalten. Es ist von grundlegender Wichtigkeit, dass wir sicherstellen, dass die verschiedenen Machtstrukturen der Stadt unter unserer Kontrolle bleiben. Das bedeutet, eine enge Beziehung mit verschiedenen Personen und Organisationen zu behalten, sowie die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen zu manipulieren. Da Charlie Wincott aufgrund von unvorhersehbaren Komplikationen leider nicht mehr an diesem Projekt arbeitet, hat er einige leistungsfähige Programme und Verfahren bereitgestellt, um das Internet zu durchkämmen und problematische Situationen und Individuen aufzuspüren. Wir bringen Mitarbeiter in Schlüsselpositionen und behalten so die Kontrolle, häufig getarnt als Berater oder Gutachter bei Personen in Machtpositionen. Sie sind bereit einzugreifen, wenn nötig. Alle, die diese Rolle übernehmen, müssen proaktiv handeln und eine dauerhafte Aura aus hilfreicher Autorität und Verlässlichkeit ausstrahlen. Diplomatie ist der Tagesbefehl. Das ist grundlegend, um einige erfundene Geschichten wie Jack Joyce Schuld an den Ereignissen an der Universität etc. aufrechtzuerhalten. Zweitens, Konflikte eliminieren. Das bedeutet, wir müssen sicherstellen, dass Einzelpersonen, seien es Politiker, Beamte, Polizisten, Reporter, normale Bürger usw., so wenig wie möglich von unseren Aktivitäten betroffen sind. Falls wir Gewalt anwenden, muss diese Situation außer Sichtweite stattfinden und absolut eingegrenzt sein. Ob dies Irreführung, Zwang, Einschüchterung, Bestechung oder etwas anderes bedeutet, hängt von den Umständen ab. Das Wichtige daran ist, dass es danach niemand gibt, der sich beschwert. Um das klar auszudrücken, das bedeutet nicht, dass wir Zeugen eliminieren und die Sache dann vertuschen können. Wenn Leute nicht nach Hause kommen, fangen andere an, Fragen zu stellen. Das muss also ein letztes Mittel bleiben. Ich erwarte von allen Vorgesetzten, dass sie ihre Teams genau überwachen, um sicherzustellen, dass die Dinge ruhig und vernünftig ablaufen. Ich weiß, dass die meisten unserer Einsatzteams nicht im Umgang mit Samthandschuhen ausgebildet sind. Daher werde ich es offen sagen. Das Letzte, was wir brauchen, ist jemand, der denkt, er sei in Afghanistan und die Zivilisten
und der Zivilisten misshandelt. Wir sind nur ein YouTube-Video davon entfernt, dass uns das ganze Ding um die Ohren fliegt. Daher müssen wir unser operatives Profil die ganze Zeit aufrechterhalten. Für all diese Aktivitäten steht uns ein beträchtliches Budget zur Verfügung. Monarch Solutions steht sehr gut da. Wir bauen schon seit längerem Ressourcen auf und der Sache hier wurde Priorität gegeben. Wir können uns also eine große Menge an Schweigen und Mitarbeit von sowohl den Behörden als auch den Bürgern erkaufen. Das geht aber auch nur, wenn diese Dinge zum Verkauf stehen. In dem Moment, in dem wir als Bedrohung angesehen werden, wird diese Möglichkeit verschwinden. Falls Sie ein Problem sehen, handeln Sie und melden Sie es. Lassen Sie nichts außer Kontrolle geraten oder denken Sie nicht, das wird sich schon von alleine regeln. Wir müssen sicher gehen, die Situation kann schneller als wir denken außer Kontrolle geraten und wir müssen unsere Aktivitäten dementsprechend koordinieren. Bei Fragen oder Bedenken kontaktieren Sie mich besser früher als später. Not gonna lie. Das klingt so, als hätte es Goebbels selbst geschrieben. Not like, what the fuck? Wobei, Zivilisten eliminieren. Nee, das ist noch ein bisschen harmlos. So, die Frage ist, machen wir jetzt noch eine Runde? Ja, komm, wir machen noch eine Runde. Wisst ihr was? Ich glaube, wir lesen den Rest noch und dann machen wir erst die nächste Episode. Come on. Ja, wir lesen den Rest noch. Also vorausgesetzt, wie lang der ist. Anybody here we can trust? Fiona. She's my only remaining contact on the inside. What about this Burke guy? He was under arrest in the same transport as me. Jury's still out on Burke. Zivilisten eliminieren würde ich natürlich niemals vorschlagen. Nein, never. Monarch-Mitarbeiterdiagramm. Leiter von Monarch, Paul Serene, Gründer von Monarch, glaubt, dass das Ende der Zeit unausweichlich ist, baut ein Überlebensprogramm für wenige Auserwählte. Abteilungsleiter Martin Hatch, Monarchs Sprecher, Leiter der Sicherheits- und PR-Abteilung, Serenes wichtigster Berater, arbeitet gegen Serene. Dr. Sophia Emerald, Leiterin der Forschungsabteilung, Expertin für Chronontechnologie, einzige Ärztin, die Serene seine Medikamente verabreichen kann. Intime Beziehung zu Serene. Dr. Henry Kim, vorheriger Leiter der Forschungsabteilung, verstorben. Schlüsselperson Clarice Ogawa. Einsatzkoordinatorin von Monarch, loyal zu Martin Hatch, arbeitet gegen Serene. Gibson, Leiter der Sicherheitsabteilung, Monarch-Vollstrecker, verstorben. Carlos, Leiter des Reaper Squads, loyal zu Martin Hatch, verstorben. Mögliche Verbündete innerhalb von Monarch, Fiona Miller. Chrononwissenschaftlerin, bestätigte Verbündete, sabotiert gemeinsam mit Beth. Liam Burke, Monarchs Mann für alles. Hat Monarchs Plan ausgiebig in Frage gestellt, wird von Monarch für die Hilfe bei Jacks Flucht als Verräter angesehen. Charlie Wincott, Monarchs Hacker. Vorgeschichte mit Loyalität zu Martin Hatch. Gegenwärtige Loyalität unbekannt. Vollpfosten. Ja, Vollpfosten indeed. Was haben wir hier? The lifeboat. Yeah. Well, according to Monarch Communications, Paul Serene just activated that thing. Far sooner than they were supposed to. What does that mean? Means we have less time than I hoped. Ja, nur noch ein paar Stunden. Zu den Alleinstellungsmerkmalen des Rettungsboots. Von Dr. Sophia Emerald, 18. August 2016. Obwohl das Rettungsboot-Protokoll oberflächlich betrachtet recht unkompliziert erscheint, ist es wichtig, dass alle am Projekt beteiligten Personen verstehen,
Wie fundamental es sich von anderen Survival-Szenarien sogenannter apokalyptischer Bedrohungen unterscheidet. Anomalieschutz. Ein herkömmlicher Bunker, der zum Schutz seiner Bewohner vor Umweltgefahren, Angriffe mit chemischen Waffen oder nuklearem Fallout errichtet wird, ist für gewöhnlich luftdicht versiegelt und seine Bewohner verfügen über Elektrizität, Luftzufuhr, Proviant usw. Das Innere des Bunkers ist von der Außenwelt isoliert. Das Design des Rettungsboots unterscheidet sich hiervon. Es weist keine Versiegelung auf, weil hierfür kein Bedarf besteht. Es verfügt über dicke Wände und geschützte Einstiegspunkte, aber die Außenwelt ist nicht das Problem. Es ist das Nicht-Vorhandensein des Mayer-Joyce-Fields, durch das die Zeit existieren kann, wodurch die Außenwelt zu einer Gefahr wird. Aus technologischen Gesichtspunkten differenzieren diese Unterschiede die Funktionsprinzipien des Rettungsboots von denen eines Bunkers, insbesondere in Bezug auf die Instandhaltung. Im Gegensatz zum Versagen des Lebenserhaltungssystems in einem hermetisch abgeriegelten Raum, wie beispielsweise einem Bunker, hat das Versagen des Anomalieschutzsystems des Rettungsboots sehr viel unmittelbarere und gravierendere Auswirkungen. Ein herkömmliches Lebenserhaltungssystem kann repariert werden. Zum Beispiel würde ein Fehler im CO2-Wäscher eine große Gefahr darstellen, aber mit Ersatzteilen und Werkzeugen können entsprechend ausgebildete Bewohner des Systems das System problemlos reparieren, bevor es zu negativen Auswirkungen käme. Man kann sogar davon ausgehen, dass nahezu jegliches mechanisches Versagen, das keinem Totalausfall der Lebenserhaltungssysteme gleichkommt, repariert werden kann, sofern geeignete Materialien und geschultes Personal zur Verfügung stehen. Siehe Positivbeispiel Isaac Clarke auf der USG Ishimura. Der hat die Ishimura repariert. Hat nicht viel gebracht, weil das Ding trotzdem kaputt gegangen ist, aber er hat die Ishimura von vorn bis hin, er hat das ganze Schiff repariert. Weil es waren Ersatzteile da und er war ein Engineer. Das hat funktioniert. By the way, ich hatte eigentlich vor, gestern, beziehungsweise jetzt die nächsten Tage, den Dead Space Run zu machen, aber mein Kollege Birger hat das Game immer noch und er hat's möglicherweise verloren beim Umzug. Das ist ein bisschen bitter. Gonna be fine, gonna be fine. Er meinte auch, wenn er es nicht wiederfindet, kauft ihr mir noch eine, noch eins davon. Durch seine Beschaffenheit ist der Anomalieschutz jedoch völlig anders. Wenn er ausfällt, würden alle Personen, die sich in seinem Wirkungsbereich befinden, vom Nullzustand in Mitleidenschaft gezogen und in der Zeit eingefroren. In einem Szenario eines permanenten Nullzustands würde dies bedeuten, dass sie keine Gelegenheit bekämen, Reparaturen durchzuführen, da sie buchstäblich keine Zeit hätten zu reagieren. Die einzige Ausnahme würden Personen mit aktivierten Chrono-Schutzanzügen darstellen, wie zum Beispiel Striker-Anzügen. Aber angesichts der Tatsache, dass eine Reparatur des Anomalieschutzsystems ein hochgradig technischer und komplizierter Vorgang ist, der besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Bedienung und Wartung von Chronotechnologie erfordert, bestünden für dieses Szenario geringe Erfolgsaussichten. Daher ist es von äußerster Wichtigkeit, dass der Anomalieschutz des Rettungsboots zuverlässig und einwandfrei arbeitet. Es müssen mehrere Ausfallschutzsysteme implementiert sein, denn sollte der Anomalieschutz jemals ausfallen, wäre es unwahrscheinlich, dass er repariert oder neu gestartet werden könnte. Wenn das Rettungsbootprotokoll aktiviert wird, gibt es folglich nur eine Möglichkeit, es wieder zu deaktivieren. Der Chronon-Feldgenerator müsste abgeschaltet oder ausgebaut werden. Dies wäre jedoch keinesfalls ratsam, da dies nicht nur den Anomalieschutz zum Erliegen bringen könnte, sondern, und das ist noch weitaus wichtiger,
weil ohne den CFR der Chronon-Partikelverbrauch des Rettungsboots drastisch ansteigen würde, wodurch seine potenzielle Betriebsdauer auf einen Bruchteil seiner vorhergesehenen Lebensdauer reduziert würde. Vorteile und Risiken. Es sollte jedoch hervorgehoben werden, dass die Nutzung des Rettungsboots nicht nur Risiken mit sich bringt, sondern auch Vorteile. Ein solcher Vorteil ist die Verpflegung. Ein herkömmliches Survival-Szenario in einem Bunker umfasst für gewöhnlich aufgrund der offensichtlichen Beschaffungsprobleme qualitativ minderwertige Mahlzeiten. Alle Lebensmittel, die schnell verderben, kommen nicht in Frage. In einem Nullzustand-Szenario spielt das potenzielle Verderben von Lebensmitteln jedoch keine Rolle. Alles, was außerhalb des Anomalieschutzes gelagert wird, bleibt in einem optimalen Zustand. Dieser Vorteil gilt nicht nur für Lebensmittel, sondern verringert außerdem die Probleme der Lagerung von Medikamenten, flüchtigen Chemikalien und anderen Gebrauchsgütern um ein Vielfaches. Angesichts der Tatsache, dass Riverport im Vergleich zur relativ niedrigen Anzahl an Menschen, die im Rettungsboot leben, ein riesiges Gebiet darstellt, könnten Monarch-Einsatzkräfte das Rettungsboot in Chronon-Schutzanzügen verlassen und frisch gekochte Mahlzeiten genießen, indem sie von Restaurants, in denen sich die fertigen Mahlzeiten im Nullzustand befinden, in einem anomaliegeschützten Bereich bringen. Anschließend könnten sie verspeisen, so warm und köstlich, als seien sie gerade zubereitet worden, was im Prinzip auch tatsächlich der Fall wäre. Damit keine Missverständnisse aufkommen, hierbei handelt es sich nicht um eine empfohlene Vorgehensweise, da eine derartige Beschaffung einzelner Mahlzeiten eine törichte Verschwendung von Ressourcen darstellen würde. Das obige Szenario soll lediglich Folgendes veranschaulichen. Obwohl das Rettungsboot so konzipiert wurde, dass seine Betriebsbereitschaft mehrere Jahrzehnte aufrechterhalten werden kann, müssen keine Vorräte für einen derart langen Zeitraum eingelagert werden. Wenn die Reserven des Rettungsboots langsam zur Neige zu gehen, kann man mit einer gut geplanten Versorgungsroute in der Stadt eine Menge perfekt konservierter Vorräte beschaffen. Ich glaube, hier ist ein Schreibfehler drin. Langsam zu Neige gehen. Das zu ist zu viel. Aber, whatever. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Menschen, die im Nullzustand eingefroren wären, nicht tot wären. Auch wenn die Lage außerhalb des Rettungsbootes relativ schlimm wäre, wenn eine Lösung für das Echo der Zeit gefunden würde, würden alle Menschen ihr Leben ganz normal fortsetzen, wahrscheinlich sogar ohne Kenntnis davon, dass die Zeit jemals angehalten hat. Es lässt sich jedoch schwer abschätzen, welche psychologischen Auswirkungen dieses Wissen auf das Personal des Rettungsboots genau hätte. Es besteht die berechtigte Sorge, dass sich der Druck der alleinigen Verantwortung des Überlebens der Menschheit sowie die Erkenntnis, dass sich außerhalb des Rettungsboots Milliarden von Menschen befinden, hilflos, ahnungslos und für alle Ewigkeit in ihren letzten Momenten eingefroren, für einige als zu groß erweisen könnte. Andererseits kann sich die Erkenntnis, dass Freunde und Familie nicht wirklich tot sind, gerettet werden können und weder Leid erfahren, noch sich der Situation bewusst sind, als mächtiger Motivationsfaktor erweisen, der uns antreibt, eine Lösung zu finden. Gewiss befindet sich die Lösung für das Problem eines permanenten Nullzustandes derzeit nicht in unserer Reichweite und wir nehmen an, dass es Jahrzehnte dauern wird, bis wir eine finden, sofern es denn überhaupt möglich ist. Wir können nur versuchen, eine Lösung zu finden. Es sollte erwähnt werden, dass es, weil die Menschen außerhalb des Rettungsbootes nicht tot, sondern lediglich in der Zeit eingefroren sind, für ein mit Chronon-Schutzanzügen ausgestattetes Team möglich sein sollte, das Rettungsboot zu verlassen und eine Person in dasselbe zu bringen.
Ich rate jedoch hiervon ab. Der Bewohner des Rettungsbootes sollte dieses Szenario theoretischer Natur bleiben. Denn sollte eine Person von der Außenwelt in das Rettungsboot gebracht werden, würde dies eine unangemessene Belastung für die Bewohner darstellen, die sich zu diesem Zeitpunkt der Tatsache, dass sie ihre Freunde und Familie in das Rettungsboot bringen können, vollends bewusst würden. Da das Rettungsboot jedoch nur über begrenzten Platz verfügt, würden derartige Maßnahmen keinesfalls gestattet werden. Diese Art von psychologischem Druck würde zu Spannungen führen, Fragen bezüglich einer Vetternwirtschaft aufwerfen und letztendlich den Erfolg der Mission gefährden. Also das klingt relativ vernünftig, not gonna lie. You know what? Den Rest davon lesen wir in der nächsten Episode. Wir sind schon zu lange drüber. Gut, das war's dann für die Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, haut rein. Ihr seid die Besten und nicht vergessen. Don't fuck around with time. Also dann. Bye, bye.